Im heutigen Video wird es darum gehen, wie wir unseren Weg aus der Türkei nach knappen 2,5 Monaten wieder zurück antreten nach Deutschland. Wir werden da diesmal nicht den direkten Weg fahren, aber dazu werdet ihr gleich nach dem Intro mehr hören. Ja, wir haben jetzt planungstechnisch schon knappe 2,5 Monate in der Türkei bzw. auch auf dem Weg in die Türkei verbracht. Wir sind durch die Türkei gereist, zumindest in der Planung her. Und jetzt planen wir den Rückweg. Und diese Planung werde ich euch heute auch zeigen. Und zwar werde ich dazu auch wieder auf die Karte gehen und direkt über die Karte kommentieren. Und ja, dann könnt ihr sehen, wo es dann entsprechend lang geht. Ja, jetzt soll es um den Rückweg gehen unseres diesjährigen Roadtrips durch die Türkei, beziehungsweise in die Türkei, durch die Türkei und wieder zurück. Jetzt geht's wieder zurück. Wir sind hingefahren, von hier aus über Tschechien, Österreich, Ungarn. Wir sind dann hier nach Rumänien gefahren, hier hinten Rumänien, hier in Bulgarien runter in die Türkei und dann hier in die Türkei zurück. Das habt ihr in dem ersten Video ja bereits gesehen. Jetzt sind wir dann in der Türkei hier noch so ein bisschen rumgefahren, vielleicht über den Wannsee. Wie gesagt, das habe ich in einem Video ja bereits mal gezeigt, was wir da planen. Und ja, jetzt soll es mal zurückgehen und da werde ich jetzt hier einfach mal in diese Karte hier hinein zoomen, um euch dann auch den Rückweg zu zeigen. Denn dieser Rückweg wird ein bisschen besonders, vielleicht doch nochmal ein bisschen größer gemacht. Ähm, Der normale Rückweg geht hier in diese oder durch diese Ecke durch, hier Bulgarien, Serbien, Ungarn, Österreich und dann nach Hause. Das wird dieses Jahr anders sein. So, wir werden nämlich von hier aus ganz grob hier rüberfahren, hier rüberfahren, hier rüberfahren, hier runter, darüber und da hinten rum nach Deutschland zurück. So, das zeige ich euch jetzt mal so ein bisschen genauer. Am Anfang, der erste Weg ist noch, so wie wir sonst eigentlich auch immer fahren, hier von Pirasis über Altin-Ordu Richtung Samsun. Das Licht hier hinten, da, an dieser Stelle. Und ja, da bist du im Grunde schon so 2 Stunden, 3 Stunden unterwegs, bis man hier ist. Und dann geht es hier in die Berge hinein. Das ist der Hauptweg, die Hauptstraße dann Richtung Istanbul. Da fahren wir dann lang. Und jetzt muss ich mal weiter gucken, wo sind wir denn hier? Nicht, dass ich hier die Straße verpasse. Hier über Merziphon, ach ja, dann Çorum und dann geht es hier weiter. Wo ist denn diese Straße hin? Ah, hier. Na, das ist diese Straße, die geht dann hier über Çorum, kreuz und quer durch Ilgaz, Kurşunlu, dann hier weiter bis nach Bolu. Hier ist Bolu. Ja, da wollen wir dann entsprechend hin und das ist da mehr oder weniger das erste Tagesziel und hier werden wir dann bei Bekannten, bei Freunden unterkommen, sofern diese Wohnung hier frei ist. Ihr seht das hier, Bolu Sportiv, Havacılık ve Doğa Sporları Derneği. Also das wird dann hier entsprechend der erste Punkt sein. Von dort aus möchte ich gerne weiter, hier hinten durchs Gelände weiter, denn hier irgendwo habe ich dann nochmal einen Punkt eigentlich gesetzt. Jetzt finde ich diesen Punkt gerade gar nicht, da ist er. Dieser Punkt, ihr seht es, das sind diese kleinen Schlösser, die man da gebaut hat. Das ist hier in der Nähe. Da würde ich gerne mal vorbeifahren, mir das mal angucken. Vielleicht hat man ja bis dahin dann auch schon diese ein bisschen weiter gebaut, um
diese als Notunterkünfte zum Beispiel für die Erdbebenopfer zu verwenden. Naja, von da aus geht es jedenfalls weiter hier einmal so mitten durchs Land durch bis nach Bursa. Ja, hier in Bursa, da habe ich nämlich auch einen kleinen Punkt und ihr seht das hier, das ist hier in Bursa, das ist Iskender Efendi Kanal. Das ist sozusagen, so hat man es mir zumindest mal gesagt, der Ursprung vom Iskender Kebab. Und da wurde es erfunden und da möchte ich dann gerne auch mal essen gehen. Seht, da ist so ein kleiner Park da drumherum. Ähm, Da werden wir uns dann wahrscheinlich dann auch ein bisschen aufhalten und ein bisschen Pause machen. Gut, von dort aus geht es weiter hier hintenrum über Balıkşehir, dann ans Meer. Hier unten Assos ist auf dem Plan, eine schöne Gegend, die ich mir angucken wollte. Und hier oben haben wir natürlich, kennt ihr ja vielleicht auch alle, Troja und das Troja Museum. Da möchte ich gerne hin und wir werden hier unten irgendwo dann auch ein Hotel erstmal nehmen. Am nächsten Tag dann eben hier Troja besuchen und dann weiterfahren hier nach Çanakkale, beziehungsweise hier oben äh, habe ich hier den einen Punkt gesetzt, Eceabat do Pensionu. Da werden wir dann bleiben und dann hier diese Çanakkale-Halbinsel uns mal angucken. Für alle, die nicht wissen, was das ist, ich denke mal, alle Türken, die jetzt hier zugucken, wissen, kennen Çanakkale und die Geschichte dazu. Den Deutschen, die jetzt zuhören, vielleicht gesagt, hier gab es eine große Schlacht im Krieg, ich glaube, es war der Erste Weltkrieg, und da hat dann Atatürk entsprechend äh, ja, naja, Atatürk hat auf jeden Fall hier in der Schlacht äh, mitgekämpft und wurde dann da auch relativ groß. Gut, also nachdem wir das dann hier uns angeguckt haben, geht es dann hier zurück und hier geht es dann Richtung Griechenland. Wir werden hier in diese Richtung fahren, hier nach Alexandroupolis. Hier ist die Grenze Türkei-Griechenland. Hier werden wir dann nach Alexandroupolis fahren, weiterfahren, hier an der Küste entlang und dann immer weiter, immer weiter, immer weiter bis hierhin. Und zwar hier in diese Ecke. Ja, also hier in diese Ecke, hier werden wir dann übernachten, um dann am nächsten Tag hier zu diesem Berg zu fahren. Dieser Berg, den man hier so ein bisschen sehen kann, das ist der Olymp, also der Sitz der griechischen Götter. Und ja, das werden wir uns dann entsprechend auch angucken und werden dann hier so ein bisschen weiterfahren. Jetzt weiß ich gar nicht, warum sind meine grünen Punkte da alle weg, weil ich hier gerade, glaube ich, was Falsches gezeigt habe. Genau, das war nämlich gar nicht der Olymp. Es geht nämlich hier noch weiter. Hier ist Edirne. Wir fahren also hier entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang. Und hier ist dieser Olymp. Wir werden hier in Paralia am Strand ein Hotel beziehen, werden dann hier am nächsten Tag oder auf den Olymp fahren, dort ein bisschen uns was angucken. Da kann man das eine oder andere dann auch sehen. Wieder mal ein Wasserfall und natürlich der Sitz der Götter. Von dort aus, jetzt muss ich erstmal wieder suchen. Das genau hier. Wir fahren dann also von hier aus hier durch Griechenland durch bis hier in diese kleine Stadt, kleines Dorf und dort ist Meteora. Meteora ist so, ja, auch wieder so ein, sind Häuser auf Felsen letztendlich. Ich weiß nicht, das kann man hier jetzt vielleicht nicht ganz so gut sehen, aber hier oben drauf auf diesen
Berg, auf diesen Felsspitzen, da sind Kloster und ja, da werden wir dann entsprechend hinfahren. Von dort aus, nachdem wir uns das angeguckt haben, geht es weiter. Jetzt muss ich mal die grobe Richtung wieder mir angucken. Ich meine, Plauen fehlen ja hier oben. Jedenfalls werden wir dann auch nochmal übernachten, um dann am nächsten Tag Griechenland auch zu verlassen. Und hier unten, jetzt müssen wir mal gucken, hier Griechenland nach Albanien reinzufahren, also von hier aus hier unten, hier nach Albanien und nach Durrës. So, und hier schiffen wir uns ein und fahren mit dem Schiff rüber nach Bari und werden dann in Italien noch ein bisschen weiterfahren. Von Bari geht es dann hier über den Stiefel hier unten nach Messina, Straße von Messina. Wir werden natürlich hier auch noch mal das ein oder andere sehen. Wir werden da natürlich auch übernachten. Und dann geht es weiter über die Straße von Messina hier rüber auch nach Sizilien. In Sizilien, hier haben wir den Ätna. Da geht es dann hier einmal rauf auf den Ätna, so weit wie man fahren kann. Ich hoffe, der ist dann, ja, soll ich jetzt sagen, ich hoffe, der ist dann ausgebrochen. Für die Leute dort eher nicht, aber fürs Naturschauspiel natürlich. Ich glaube, der ist im Moment auch am Ausbrechen. Man sieht zumindest vielleicht nachts ein bisschen was. So ein Spektakel wollte ich mir eigentlich auch ganz gerne mal angucken. Ja, deswegen hier gibt es so einen Touristen-Hotspot, also fahren wir dann da auch mal hin. Gut, von dort geht es dann runter und wir fahren dann hier quer durch Sizilien durch nach Palermo. In Palermo werden wir dann auch wieder ähm, bleiben, um dann eine Fähre zu bekommen. Und zwar die Fähre von Palermo nach Sardinien, hier rüber. Hier gibt es eine Fähre, die braucht dann auch wieder, ich glaube, 12, 13 Stunden. Ich glaube, das war eine Nachtfähre in diesem Fall. Und das heißt, nee, ist eine Tagfähre. Wir fahren morgens hier los oder schiffen da los in Palermo und dann geht es rüber hier ähm, auf die andere Seite nach hier hin. Ja, und da kommen wir dann San Bartolomeo, irgendwie so, keine Ahnung, kommen wir dann hier an. Ja, von hier aus werden wir dann durch Sardinien durchreisen und zwar bis hier oben hin. Hier sind wir in Sassari und aus dieser Ecke kommt unser Hund Atesh. Und deswegen sind wir auch diesen Weg jetzt gefahren. Das wird, wie gesagt, die Rückreise wird ja im September stattfinden. Da wird es dann hoffentlich nicht mehr ganz so heiß sein, sodass wir hier vielleicht auch noch mal bei der Familie vorbei können, die Atesh dann damals aufgepäppelt hat. Und ja, vielleicht kriegen wir den Kontakt noch mal hin. Und ja, vielleicht erkennt Atesh ja die Leute dann, die ihn dann aufgepäppelt haben. Ja, von hier aus geht es dann weiter bis hier oben hin, Santa Teresa Galliura. Und von hier aus gibt es wieder eine Fähre hier oben nach Korsika. Auch da werden wir dann lang fahren. Hier Korsika werden wir hier allerdings so ein bisschen an der Küste bleiben. Wir werden nicht ewig lang hier in Korsika bleiben, sondern 1, 2 Tage werden hier hochfahren, hier hochfahren, hier hochfahren, immer weiter hier am Meer entlang. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn hier? Irgendwo geht es hier weiter. Hier haben wir Bastia, da wollen wir hin. Denn ihr seht es hier, da gibt es wieder Schiffslinien und da müssen wir wieder eine nehmen. Und zwar eine hier rüber nach Livorno. Livorno
ist wieder ein Halt. Und ja, hier werden wir natürlich, weil es auch in der Nähe ist, Pisa besuchen. Wir werden hier in der Nähe auch übernachten, werden dann uns ausführlich Pisa und die Umgebung hier begutachten, werden dann an einem Tag wieder weiterfahren, hier oben diese Städte uns noch angucken. Das sind so kleine Dörfer, die ich dann auch irgendwann mal mir rausgesucht habe. Ihr seht das hier, das sieht alles ganz schick aus. Ja, das sind sehr interessante, sieht man jetzt nicht ganz so viel, aber sehr interessante kleine Dörfer. Die gucken wir uns auch noch an, bevor es dann weitergeht durch die Emilia Romagna und zwar über Mailand hier oben zum Comer See. Ja, das ist hier der Comer See. Und sage ich da jetzt gerade was Falsches? Jetzt muss ich mal eben gucken. Da ist der Gardasee. Das müsste dann der Comer See sein. So, ich gucke hier nochmal rein. Lago Maggiore. Genau, das hier ist der Comer See, da ist nämlich unser Hotel. Wir haben hier so ein kleines Aquaturismo-Hotel uns rausgesucht. Äh, ja, ganz schickes, gemütliches kleines Hotel. Dann geht es weiter hier über am Comer See entlang in die Berge hinein und jetzt muss ich mal gucken, ich suche mal hier den Gotthardpass, denn da fahren wir letztendlich drüber. Gotthardpass, wo haben wir das? Das müsste jetzt hier sein. Hier haben wir ihn. Na, und zwar, hier ist der Gotthardtunnel, aber den wollen wir natürlich nicht nehmen. Wir wollen hier diese verschlungene Straße nehmen, hier einmal quer drüber und hier über den Gotthardpass und dann auf der anderen Seite entsprechend runter, hier durch die Täler und dann hier nach Zürich. Jetzt müssen wir Zürich hier nochmal suchen. So, müssen wir mal ein bisschen größer machen, damit ich hier gerade mal, hier ist Zürich, da wollen wir dann hin. Und ja, von dort aus nach Schaffhausen, den Rheinfall nochmal angucken und von dort aus geht es dann nach Hause zurück. Ja, ihr seht, das ist ein umfangreiches Programm. Wir haben dort eine Planung von etwa 12, 13 Tagen. Das Problem auf der Rückfahrt sind natürlich die ganzen Fähren, die jetzt schon gebucht sind, weil sie, je näher die Saison dann auch kommt, desto voller werden. Wir brauchen bei der einen oder anderen Fähre eine Übernachtungsmöglichkeit, weil wir in der Nacht fahren. Wir müssen mit dem Hund eine Hundekabine dann entsprechend nehmen und dementsprechend wird es natürlich auch ein bisschen dauern. Ja, und deswegen haben wir uns diese Zeit genommen und wir wollten dann auch mal eine andere Strecke fahren als immer nur eben hier Hinweg, Rückweg. Gut, den Hinweg haben wir diesmal auch ein bisschen anders gestaltet. Der Rückweg ist jetzt mal wirklich anders gestaltet. Da haben wir also eine ganze Reihe von Ländern dabei, Griechenland, Albanien, Italien, Frankreich hier noch dabei, die Schweiz noch dabei. Also das wird eine ganz interessante Tour, denke ich mal. Gut, ja, soweit dann hier nochmal zu dieser Tour. Wenn ihr dazu auch noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare reinschreiben. Und wer richtig auch Lust hat, diese Tour mal nachzufahren oder mitzufahren, der kann sich gerne an mich wenden. Die Tour ist komplett ausgearbeitet, die Strecken sind ausgearbeitet, die Hotels sind ausgearbeitet.
Das Ganze ist hundefreundlich gemacht, so haben wir überall Hotels, wo natürlich Hunde ähm, erlaubt sind und willkommen sind. Und ja, genau, das wird unsere Tour. Das Ganze wird natürlich umfangreich dokumentiert werden auch. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Und ja, das könnt ihr euch auch auf die Bilder, auf die Videos freuen. Ja, und so bleibe ich denn und gebe zurück sozusagen ins Studio. Dann wisst ihr, wo es lang geht. Habt ihr noch interessante Orte, die bei uns so auf dem Weg sind? Dann könnt ihr das gerne auch in die Kommentare reinschreiben. Wir werden natürlich noch das eine oder andere Video machen, bevor wir losfahren. Und da geht es dann sicherlich auch das eine oder andere nochmal auf die Planung, um die Planung. Wahrscheinlich werden wir jetzt auch das nächste Video jetzt nochmal um die Planung sozusagen wird sich das drehen. Hotelgeschichten, wie haben wir das alles gebucht, wie haben wir die Rückreise gebucht mit den Fähren und so weiter und so fort. Das ist auch immer eine ganz interessante Geschichte und da könnt ihr vielleicht auch das eine oder andere für eure Touren dann mit auf den Weg nehmen. Gut, so, jetzt war es das erstmal und dann sehen wir uns im nächsten Video.